Hallo Freunde, herzlich willkommen. Willkommen im Spätsommer. Ja, zuerst muss ich mich mal für den Ton entschuldigen. Leider hat sich das Mikrofon nicht verbunden, weshalb ich das Video, so gut ich es noch weiß, nachvertonen. Ich habe in den vergangenen Tagen und Wochen schon einigen Freunden im Garten geholfen, ein paar Bäume zurückzuschneiden. Das habe ich nicht gefilmt, weil ich das nicht immer für angebracht halte, dann die Gärten zu filmen und die anderen Kumpels, die da noch mithelfen. Ich wollte euch noch hier dieses Tool zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Das ist eine Teleskop-Astschere von Fiskars. Ich komme mal ein bisschen näher, dass ihr es mal sehen könnt. Man kann den Kopf halt so drehen und dann hat man aufgrund des langen Stabs eine gute Reichweite. Man kann ihn hier auch noch ausziehen mit diesem Schnellspanner. Und so hat man echt eine enorme Reichweite. Kriegt man jetzt gar nicht alles aufs Video drauf. Man hat im Prinzip zwei Griffe, mit denen man arbeiten kann. Die Gesamtarbeitslänge oder Reichweite ist irgendwas 5 bis 6 Meter. Die Körpergröße mit eingerechnet. Also sprich die Reichweite der Arme. Das ist ein ganz cooles Tool und so erkauft man sich mit relativ geringem finanziellen Aufwand einen ziemlich weiten Arbeitsbereich, den man sonst nur durch Seilklettern oder eine Hubbühne oder sowas erreichen könnte. So hat man jetzt die Möglichkeit, vom Boden aus Bäume, Sträucher bis in eine Höhe von 5, 6 Metern eben zu reduzieren, zurückzuschneiden, auch dünnste Ästchen, dass das Gesamtbild wieder stimmig ist, was sonst halt einfach nicht möglich ist. Aber man hat auch die Möglichkeit, in den Baum zu klettern und indem man so die Zange abwinkelt oder die Schere, kann man dann auf gleicher Höhe längere Äste außen abschneiden. Dafür kann man zum einen diesen Griff nutzen oder ich zeige es euch mal aus der Nähe. Im Prinzip wird dadurch nur dieses Band gespannt, was dann vorne die Schere schließt. Man kann die Schere auch schließen, indem man einfach nur an dem Band zieht. Das habe ich schon einige Male gemacht. In dem Moment, wo ich zu nah dran war an dem Ast, das ist auch kein Problem. Ansonsten kann man auch an dem unteren Griff ziehen, um die Zange zu schließen. Dann zieht man einfach dieses Griffstück ab und schneidet somit. Damit hat man natürlich dann in Kombination mit dem ausgezogenen Ast eine ziemliche Reichweite. Zum Einsatz kommt auch die Top-Handle-Säge Makita UC 002. Hinten habe ich hier so eine Fangleine dran. Ich glaube Strohlein oder so nennt sich das. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal rüber an den Baum. So, am Garten angekommen. Gucken wir mal. Also, hier liegt schon ein bisschen was. Wie ihr seht, das ist der Kirschbaum, den ich vor ein paar Tagen zurückgeschnitten habe. Ja, wie gesagt, ein paar Äste sind noch übrig geblieben. Wir können uns den Baum ja mal anschauen. Er ist ziemlich verwachsen. Ich habe viele Knoten und Äste rausgeschnitten. Im Prinzip hätte man ihn auf den Stock zurückschneiden müssen, aber damit er jetzt im Winter nicht ganz kahl ist, wollte ich ihm auch noch ein paar Zweige und Blätter noch lassen, dass er noch ein bisschen Form hat. Jetzt wollen wir uns aber mal das Corpus Delicti anschauen, sprich den Baum, wo wir uns gleich zusammen drum kümmern. Zu der ganzen Aktion möchte ich sagen, ich bin kein Profi und das hier soll keine Anleitung sein. Ich nehme euch einfach nur mit bei der Tätigkeit, die ich sowieso ausüben werde. Den habe ich von unten schon ein bisschen abgeschnitten, beziehungsweise ich habe die Äste teilweise mit der
mit dem Hochentaster schon ein bisschen zurückgeschnitten. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Hier sieht man vereinzelt die hellen Abschnitte in der Bildmitte. Ja, ist jetzt nicht so gut zu erkennen, aber der Baum ist jedenfalls schon von der äußeren Form im unteren Bereich bis zu einer Höhe von 5, 6 Metern ein bisschen in Form geschnitten. Vor 2, 3 Jahren habe ich den Baum zwar schon mal zurückgeschnitten, wie eingangs gesagt, aber da müssen wir jetzt nochmal ran. Ähm, ja, einmal oben in Form schneiden und dann noch die Spitze auch reduzieren. Wird schon einiges zusammenkommen. Werden ihn auch ein bisschen ausdünnen. Oben sind sicherlich viele Äste, die einfach weg können. Ich habe die Teleskop-Astschere mit einem dünnen Seil hinten bei mir am Klettergurt befestigt und einem kleinen Karabiner dran, sodass ich die hochziehen kann, wenn ich sie brauche. Ich werde mir jetzt hier erstmal ein bisschen einen Einstieg freischneiden. Den Einstieg mache ich mit einer Leiter. Die habe ich mit einem, weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, kleinen blauen Spanngurt gesichert, dass die auch wirklich fest am Baum dran ist, dass sie mir nicht wegrutschen kann oder so. Ich denke, da passieren immer die meisten Unglücke. Und dann heißt es jetzt erstmal in den Baum reinkommen, Stand suchen und ja, dann gucken, wie das weitere Vorgehen auszusehen hat. Ich nehme jetzt erstmal hier ein paar kleine dünne Äste weg, die mich behindern und mein Sichtfeld einschränken. Und dann kann es losgehen. Oh, ist auch schon wieder ganz schön dicht gewachsen, der Baum, seitdem ich das letzte Mal drin war. Viele kleine Äste. Ich finde es hier schon enorm, wie man selbst mit Signalkleidung im Grün verschwindet. Wenn man sich jetzt mal überlegt, man hätte Tarnkleidung an, würde mich kein Mensch mehr sehen. Und nachdem ich mir jetzt einen halbwegs vernünftigen Platz gesucht habe und mich gesichert habe, mache ich erstmal ein bisschen Platz, dass ich überhaupt sehen kann, was hier los ist. Ihr seht, wurde der Baum von Efeu überwuchert. Ja, hier hatte ich ihn runtergeschnitten damals, in Doppelverzweigung. Wahnsinn, und von hier aus sind das alles Äste, die sich neu gebildet haben, oder teilweise nach oben gewachsen sind. Ursprünglich war der Baum viel höher, also vom Stamm her viel höher. Wenn ich im Baum arbeite, lasse ich mir mal Zeit. Auch wenn der Arbeitsfortschritt anderweitig vielleicht schneller wäre.
Aber hier geht es um Sicherheit. Okay, das Efeu werde ich jetzt erstmal wegschneiden. Ja, gut wäre jetzt natürlich noch eine kleine Astsäge. Die habe ich aber leider gerade nicht hier. Ja, Efeu ist echt die Pest, ne? Wir werden ihn hier wegnehmen. Machen wir uns die Sicherung mal hoch. So, kann man es am Video sehen? Ich weiß es nicht. Ich unterschneide den Trennschnitt. So bleibt der Baum bis zum Schluss stehen und ich kann mit Muskelkraft quasi das letzte Stück erledigen. Danach schneide ich ihn einmal schräg ab. Sodass das Wasser, was auftrifft, abfließen kann.
So, wir sind jetzt an der Spitze hier angekommen. Ich habe mich schon ein bisschen freigeschnitten. Da drüben sind noch ein paar. Ich muss mal gucken, ob ich da gleich noch einen Tritt finde. Ansonsten zum Nachbargrundstück hier rüber dünnere Triebe. Da werde ich gleich wahrscheinlich den Hochentaster benötigen. Den nehmen wir gleich noch raus. Und dann schauen wir mal. Jetzt haben wir erstmal noch hier den Kamerad vor uns. Machen den erstmal ein bisschen leichter, indem wir ihm hier die Triebe abnehmen. Weil hier sind so viele Äste, da muss man erstmal auf die Suche gehen, wo überhaupt der Stamm verläuft, oder der dickere Ast. Während dem Arbeiten schaue ich immer, was ich noch abschneiden will, damit das Gesamtbild vom Baum nachher einigermaßen stimmig ist und er zu gleicher Zeit auch ordentlich zurückgeschnitten ist. Und das in allen Bereichen. So, den einen haben wir noch gekriegt. Ich denke mal, den Rest, weiß ich mal gucken, ob ich da noch ein bisschen rüberkomme. Ansonsten werden wir den Rest mit dem Hochentaster machen. So, den haben wir eben abgeschnitten. Der ist mir aber ein bisschen zu fett, um den runterzuschmeißen. Wir haben unten sehr wenig Platz.
Wer wird das wohl sein? Hallo. So, sieht das Ganze schon deutlich anders aus. Hier den einen. Gucken, dass wir den noch sauber runterkriegen. Bisschen mehr Seil. Ah, da sind direkt ein paar runtergefallen. Okay, dahinter ist noch einer, den habe ich nicht gesehen. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir an den auch drankommen. Dann werde ich jetzt erstmal ein bisschen runterklettern. Mal gucken, ob ich da noch rüberkomme. Und ansonsten mir gleich mal die Teleskop-Astschere, sprich den Hochendaster holen. Und hier rundherum von oben auch noch so ein bisschen nach unten schneiden, dass hier diese Triebe ein bisschen gekürzt sind. Okay, ich habe mich jetzt hier ein bisschen rüber gekämpft, in eine sichere Position gesucht. Dann schneide ich hier jetzt mal ein bisschen frei. Ist auch alles voll mit Efeu hier drüben. Bitte? Machst jetzt Stopp, ne? Ja, ich versuche mir jetzt das Ding hochzuziehen, aber ich glaube, es hat sich verhakt. Warte. Den hast du gefragt. Ja, hier an dem Ast unter mir. Kannst es aber auch abmachen und mir einfach hochreichen.
Ja. Dieser, ne? Ja, ja, da bin ich nicht dran gekommen. Beim Feinschnitt ist es hilfreich, wie jetzt hier, dass von unten einer ansagt, wo noch Äste optisch störend sind. Und jetzt noch genau rechts von dir. Wir hier oben und haben den Hochentaster und können hier wunderbar solche Äste wegnehmen. Ne? Können wir jetzt hier auch auf der Rückseite, ohne dahin zu klettern, Stand suchen. Der Ast ist durch, aber der hat so viele kleine Ästchen, die sich alle verhaken. So, da drüben nehmen wir noch ein bisschen was weg. Ja, und hier, jetzt mache ich ein bisschen näher. Dann nimmt man einfach das Seil und zieht das Seil. So, die Hauptkamera ist leer. Gute Nachricht, ich habe erstmal mein Ansteckmikro verloren, also viel Spaß bei den Tonaufnahmen. Und ja, so sieht der Baum jetzt aus. Die GoPro schafft es nicht mehr so richtig gut im Dunkeln. Und das ist der Grünschnitt. Schon richtig gut was runtergekommen. Ich denke mal, das hat sich gelohnt. Ja, jetzt werde ich mal gucken, dass ich ein neues Mikro besorgt kriege, dass ihr wieder anständigen Ton habt. Also, ich sage danke fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.